Musiktheorie gehört natürlich auch zum Trompetespielen und wir machen es nicht trocken anhand von Notenblättern etc., sondern wir spielen praktisch gleich die Tonleitern auf unseren Instrumenten mit. Das heißt, du bekommst hier die Noten wieder eingeblendet und wir nehmen uns als exemplarisches Beispiel die F-Dur-Tonleiter und rechnen dann zur Molltonleiter. Bevor das aber passiert, spielen wir erstmal die F-Dur-Tonleiter. Also, los geht's. 1, 2, 3. Möchten wir jetzt von unserer Dur-Tonleiter, ganz egal ob das jetzt die F-Dur wäre oder eben eine andere, dann musst du immer eine kleine Terz tiefer rechnen, das heißt 3 Halbtonschritte, und in unserem Beispiel F-Dur erreichen wir also D-Moll, und zwar die äolische, also die natürliche. Hier können wir die Töne 1:1 übertragen, das heißt allerdings, wir starten nicht auf dem Ton F1, sondern wie der Name D-Moll ja schon mit sich bringt, auf dem D1. Die Noten werden eingeblendet, los geht's. 1, 2, 3. Jawohl, das ist also die natürliche Molltonleiter gewesen. Wenn es eine solche gibt, gibt es natürlich auch noch Abwandlungen davon, und das bringt uns zur zweiten Molltonleiter, nämlich der harmonischen. Bei der harmonischen müssen wir aufpassen, der 7. Ton, das wäre jetzt unser gespieltes C, wird zu Cis, und zwar in der Aufwärts- sowie auch in der Abwärtsbewegung. Los geht's. 1, 2, 3. Jawohl, du hast gemerkt, zwischen B und Cis gespielt entsteht ein übermäßiger Schritt. Das klingt etwas orientalisch für unsere Ohren. Das ist der Hinweis, dass es eben diese harmonische Molltonleiter ist. Und wir gehen zur dritten. Jetzt müssen wir aufpassen. Wir haben in der Aufwärtsbewegung jetzt die 6. und 7. Stufe erhöht. Das heißt, aus unserem vorher gespielten B wird ein H, aus dem natürlichen Moll wird C zu Cis, wie bei harmonisch auch. Allerdings, jetzt aufgepasst, in der Abwärtsbewegung haben wir diese beiden Stufen wieder aufgelöst. Das heißt, abwärts haben wir wieder die natürliche, die äolische Molltonleiter. Also aufwärts, dran denken, H und Cis, und in der Abwärtsbewegung C und B. Los geht's. 1, 2, 3. Und am Ende einer jeden Tonleiter gehört natürlich auch immer der Dreiklang mit dazu. Das heißt, von F-Dur hätten wir letztendlich F, A, C und natürlich abwärts die Töne A, F wieder, damit es eben ein geschlossenes Ganzes gibt. Und bei der D-Moll-Tonleiter, egal ob natürlich, harmonisch oder melodisch am Ende, sind die Töne D, F, A, F, D. Die Dreiklangstöne. Das heißt, wir spielen einmal den Dur-Dreiklang, einmal den Moll-Dreiklang. Los geht's. 1, 2, 3. Jawohl, also immer dran denken, wir haben von unserer Dur-Tonleiter eine kleine Terz oder 3 Halbtonschritte tiefer zu rechnen, um eben auf unsere Molltonleiter zu kommen. Von dieser gibt es 3 Stück, äolisch, harmonisch und melodisch. Harmonisch bedeutet 7. Stufe erhöht, melodisch bedeutet aufwärts, 6. und 7. Stufe erhöht, und abwärts ist die melodische Tonleiter wieder die natürliche vom Anfang, nämlich mit aufgelöster Erhöhung der 6. und 7. Stufe bzw. in der Reihenfolge 7. und 6. Stufe. Die Dreiklänge sind auch immer der 1., der 3. und der 5. Ton, und das kann man sich für jede Tonleiter merken. Solltest du mal von einer Molltonleiter auf eine Dur-Tonleiter rechnen müssen, ist es eben die Aufwärtsrechnung, also eine kleine Terz höher bzw. 3 Halbtonschritte, D auf S,
auf E, auf F und dann hätten wir von D-Moll die F-Dur-Tonleiter ausgerechnet. Du kannst es auf all deine Dur- bzw. Molltonleitern übertragen. Denk immer dran, wenn die Tonleitern in Dur schon funktionieren, übertrag die Töne auf die Molltonleiter, pass auf die Erhöhungen, auf die Variation der Molltonleiter auf, welche Stufen erhöht sind und du wirst herausfinden, dass es gar nicht so schwer ist, von Dur auf Moll und jeweils die 3 Molltonleitern zu lernen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Schreib in die Kommentare, wie es bei dir funktioniert. Ansonsten drücke ich dir die Daumen, dass alles glatt läuft. Lass am Ende noch ein Like und Abo da. Bis nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.